Ich schwöre, ADHS ist einfach Zeitreisen mit extra Verwirrung. Eine Sekunde lang bist du voll im Flow und plötzlich sind 3 Stunden weg. Also ja, Time Blindness ist wirklich ein Ding, Leute, wenn man ADHS hat. Und nein, das ist nicht einfach eine schlechte Planung. Und ja, jeder hat das Gefühl, dass Zeit schneller vergeht, wenn man Spaß hat. Und halt länger dauert, wenn man irgendwie keinen Bock hat oder warten muss. Aber mit ADHS ist das wirklich nochmal ein Stückchen extremer. Weil wirklich, also das Gehirn hat einfach komplett keinen Bezug zur Zeit. So. Ich habe bei mir auch das Gefühl, dass ich komplett keinen Bezug zu Zahlen generell habe und zu Mengenangaben oder auch so Alter und so. Warum erzähle ich euch das? Keine Ahnung. Ich habe in letzter Zeit irgendwie das Gefühl, dass das bei mir noch mal ein Stückchen extremer ist. Zumindest fühlt es sich gerade so an. Und ja, beschäftigen wir uns diese Woche mal ein bisschen mehr mit. Und vielleicht finde ich ja auch ein bisschen was raus, wie man das ein bisschen verbessern kann oder sich irgendwie helfen kann, einen besseren Bezug zur Zeit zu bekommen. Keine Ahnung. Drückt mal die Daumen, also wäre geil, oder? By the way, Pablo und ich sind jetzt gerade im Wald spazieren. Keine Ahnung wie lange. Wahrscheinlich, irgendwie fühlt es sich gerade gleichzeitig extrem kurz und extrem lange an. Also ich tippe auf irgendwas zwischen 10 Minuten und 30 Minuten. Wahrscheinlich, 10 Minuten nicht. 15 waren es auf jeden Fall. Boah, ich kann es halt echt nicht sagen. Ich bin auch super schlecht dann im Raten. Weil, klar, ich könnte jetzt einfach irgendwas sagen, was so mein Gefühl sagt, aber ich habe halt kein Gefühl. Also dieses 10 bis 30 Minuten meine ich ernst. Das ist kein Spaß. Ich war ja gerade in der Bücherei und ja, war ein bisschen dumm gelaufen, weil mein Ausweis wurde letztes Jahr in Amsterdam geklaut. Falls ihr mir schon so lange auf Instagram folgt oder TikTok, dann wisst ihr das schon, weil da wurde mir nämlich mein Portemonnaie aus dem Auto geklaut. Ja, war dumm. Das hatte ich aber vergessen, also ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, habe das dann kurz vorher gemerkt und bin dann halt trotzdem hin und war so, okay, kann ich einen neuen Ausweis kriegen? Und dann so, ja klar, kostet dann halt 3 Euro für eine neue Karte oder 5 Euro. Und ich so, ja, okay, kein Problem. Ja, der ist abgelaufen, das kostet dann einmal 15 Euro für die neue Jahresgebühr. Ich war so, ja, dann musste ich es leider wann anders machen. Blöd gelaufen. War ein bisschen schade, aber nächstes Mal dann. Und was doch auch immer schön ist, wenn einfach dumme Kinder keinen Plan haben und meinen Hund einfach jagen und das lustig finden. Danke, mein Hund hat sowieso schon Angst vor Kindern. Ehrlich, ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich schreibe gerade eine E-Mail. Ich habe nämlich vor einem halben Jahr ungefähr einen Antrag auf GdB gestellt. Also einen Behindertenschein quasi beantragt. Wegen ADHS, Depression, Angststörung und Migräne.
weil Autismus habe ich ja leider noch keine Diagnose. Wenn ich das hätte, dann wäre aber alles safe und dann hätte ich noch ganz andere Betreuungs- und Unterstützungsmöglichkeiten. Arbeite ich darauf hin, aber auch mit meinen anderen Diagnosen habe ich schon ganz gute Chancen, sogar einen Schwerbehindertenschein wahrscheinlich zu bekommen. Problem an der Sache war nur, dass die wegen der Migräne von mir einen Migränekalender wollten für die letzten 3 Monate und das habe ich halt nicht gehabt. Und dann haben die aber auch in dem Brief geschrieben, dass ich, wenn ich halt keinen habe, mich mit denen in Verbindung setzen soll, vielleicht auch anrufen soll und ich wollte es immer machen. Und genau aber die Wochen danach bin ich halt 2-mal umgezogen. Und da war ich nicht in der Lage, erstens zu telefonieren oder so eine Mail zu schreiben und zweitens konnte ich mich gar nicht damit auseinandersetzen, nicht drüber nachdenken und hatte auch einfach keine Zeit dafür. Ja, und dann war ich halt hier und irgendwie wurde es dann immer wieder verdrängt. Ich hatte das die ganze Zeit im Kopf. Ich habe auch extra diesen Brief behalten und trotzdem hat man es halt nicht gemacht. Man kennt's. Ja, und jetzt gerade habe ich diesen Brief wieder gefunden und ich wollte anrufen. Die haben aber leider nicht auf. Die haben nur montags, mittwochs und freitags von 9 bis 12 auf. Also quasi gar nicht. Vor allem so mit meinem Schlafrhythmus nicht erreichbar. Und heute ist vor allem auch Donnerstag. Also hätte ich so oder so nicht anrufen können, selbst wenn es die richtige Uhrzeit gewesen wäre. Und deswegen habe ich jetzt gerade kurz abgewogen, ob ich morgen anrufe und es wieder aufschiebe oder ob ich jetzt einfach halt eine Mail schreibe. Und deswegen schreibe ich jetzt eine Mail. Ich hoffe, dass die ankommt. Ich hoffe, dass das akzeptiert wird. Weil ganz häufig sind die dann ja auch von wegen, ja, können wir jetzt gerade nicht machen, weil Datenschutz und E-Mail und das geht nicht und rufen Sie bitte an. Wo ich mir so denke, ach so, telefonieren ist besser für Datenschutz oder was. Keine Ahnung, finde ich dumm. Aber ich versuche es einfach, teile auch direkt meine neue Adresse mit, weil es kann halt gut sein, dass die mir halt mehrere Briefe geschrieben haben und die nie angekommen sind, obwohl eigentlich hatte ich einen Nachsendeantrag theoretisch. Ja, vielleicht haben sie auch einfach ignoriert. Auf jeden Fall habe ich halt einmal mitgeteilt, dass ich den Kalender halt nicht habe und dann habe ich halt gefragt, ob quasi der Antrag bearbeitet wurde, abgesehen von der Migräne. Oder ob der jetzt noch bearbeitet werden kann und die Migräne irgendwie außen vor gelassen werden kann oder was es sonst für Möglichkeiten gibt. Oder ob ich eben jetzt einen neuen Antrag stellen muss. Let's try. Ich sende das jetzt. Dann. Und jetzt, wo ich gerade dabei bin, bin ich am Überlegen, ob ich nochmal ein paar anschreibe für eine Autismusdiagnose. Automatische Antwort. Ah, okay. Eingang bestätigt. Ich dachte gerade, die ist jetzt zurückgekommen. Ah. Oh, wow. Oh, das finde ich schon wieder so dämlich. Die Beantwortung sonstiger Mailanfragen kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Aus datenschutzrechtlichen Gründen erfolgt die Antwort grundsätzlich auf dem Postweg. Ey, ganz ehrlich, Deutschland, könnt ihr mal irgendwie was regeln? Das ist so dumm. Antwortet mir einfach eine Mail, dann könnt ihr mir auch heute vielleicht antworten. Es kotzt mich so an. Es ist einfach dämlich. Und Papierverschwendung. Dumm, einfach dumm. Naja. Aber ich glaube, ich kümmere mich jetzt nicht um Autismusdiagnosen, weil ich muss Podcast aufnehmen und schneiden, weil der muss nämlich morgen online kommen. Das Skript habe ich schon fertig gemacht dafür heute Morgen. Habe jetzt hier ein bisschen Ordnung gemacht, damit ich auch ein bisschen Platz habe. Ich denke, dann werde ich jetzt schnell was essen, weil ansonsten werde ich nämlich zickig während der Aufnahme. Das wäre nicht so cool. Danach nehme ich schnell auf. Dann wollte ich ein bisschen mit Pablo trainieren. Heute wirklich mal anfangen, nicht immer nur sagen. Und dann können wir das noch eben schneiden. Müsste eigentlich hinhauen. Es ist jetzt 2 Uhr. Ich habe Zeit, bis ich ins Bett gehe. Also ja, der Podcast-Schnitt, der dauert eigentlich nicht so lange. Also der dauert ja meistens ungefähr doppelt so lange, wie die Aufnahme ist quasi. Also wenn ich eine Stunde aufnehme, dann brauche ich ungefähr 2 Stunden zum Schneiden. Und meistens nehme ich nicht mal eine Stunde auf, sondern eher so 45 Minuten. Und die Folgen sind dann immer irgendwas zwischen 20 und 30 Minuten lang. Ja, mache ich so.
springen. Komm. Na komm. Na komm, Pablo. Hey. Na, komm. Komm, Pablo. So, ich war jetzt ja mal endlich mit Pablo im Wald trainieren. Das habe ich ja jetzt ewig vor mir hergeschoben. Und es hat nicht ganz so... Wie ist das passiert? Kann ich doch jetzt nicht benutzen. Ja, doch, kann ich. Es hat nicht ganz so hingehauen und funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Hätte ich mir aber auch eigentlich denken können, weil ich habe das halt aus einem Video. Und, also aus so einem TikTok-Video oder so, was ich vor Ewigkeiten mal gesehen habe. Und natürlich hat diejenige, die das da gezeigt hat, das mit ihrem trainierten Hund gezeigt. Und natürlich funktioniert das dann mehr oder weniger auf Anhieb. Und selbst wenn nicht, ist es halt in einem TikTok-Video immer schnell geschnitten, sodass es so aussieht, als würde es voll schnell hinhauen. Logisch. Wird wahrscheinlich in meinen Videos nicht anders sein. Einfach weil es auch gar nicht anders funktioniert. Nicht, weil ich euch irgendwie anlügen will oder so. Aber, also ich meine, selbst wenn da halt steht, ja, 5 Jahre später, ist es halt trotzdem fürs Gefühl voll schnell. Das meine ich. Ja, deswegen hat es halt nicht auf Anhieb hingehauen, aber er hat es geliebt, natürlich. Wir werden das jetzt ein bisschen öfter auch machen. Ich versuche täglich, aber ich weiß nicht, ob ich es täglich schaffe. Aber ich habe halt auch extra geguckt, dass ich, also zu dem Zeitpunkt, wo wir halt wirklich trainiert haben, habe ich halt die Leine an seinem Geschirr festgemacht und nicht an dem Halsband, wo wir sonst immer mitgehen. Sodass er halt auch, ja, diesen Unterschied hoffentlich irgendwie wahrnimmt, wenn wir trainieren und wenn wir nicht trainieren. Keine Ahnung. Ich frage mich dann ja, wie soll es dann jemals funktionieren, wenn ich nicht das Trainingsgeschirr trage, sondern einfach irgendeins. Wisst ihr, was ich meine? Da bin ich noch nicht so ganz durchgestiegen irgendwie. Aber Motivation ist jetzt da, weil ich schon heute, also wir haben eine relativ kurze Einheit gemacht, weil ich langsam anfangen wollte und erstmal gucken wollte, wie er überhaupt drauf anspringt. Er ist gesprungen. Aber selbst in dieser kurzen Zeit habe ich gemerkt, dass es schon besser wurde. Und ich brauche ja diese schnellen, kleinen Erfolgserlebnisse. Ich brauche die Erfolgserlebnisse müssen nicht groß sein, aber sie müssen schnell sein und regelmäßig vor allem. Wenn ich am Anfang Fortschritte mache und dann irgendwann nicht mehr und dann muss ich erst, keine Ahnung, eine Woche warten, bis ich ein neues Erlebnis habe, dann fällt es mir sehr schwer, dran zu bleiben. Pablo sieht das genauso. Ja. Deswegen hoffe ich einfach, dass das möglichst schnell hinhaut. Und ich habe mir ja 2 Wochen quasi als Limit gesetzt. Habe jetzt eine Woche fast, nicht fast, habe eine Woche rumgetrödelt. Das heißt, ich habe jetzt noch 2 Wochen, quasi. Und bis dahin muss ja nicht alles perfekt sein, habe ich ja gesagt. Bis dahin sollte aber eine gute Basis geschaffen sein und sichtbar sein,
dass es für mich auf Dauer machbar ist. Und wenn das nicht der Fall ist und ich aber halt auch nicht durchgezogen habe, bin ich selber schuld, dann länger vielleicht, mal gucken. Und wenn ich durchgezogen habe, ist es nicht sichtbar oder nicht genug, dann schauen wir nochmal neu. Ich werde das jetzt gar nicht entscheiden. Ich werde jetzt erstmal essen. Hab nämlich Hunger. Oh, heute ist irgendwie ein unmotivierter Tag. Ich habe eine Antwort vom GdB bekommen. Tatsächlich letzte Woche haben die den Antrag quasi abgelehnt oder beendet, keine Ahnung. Irgendwie ein bisschen dumm, weil mich ärgert es jetzt, dass ich es nicht geschissen gekriegt habe, mich wenigstens ein paar Tage herzumelden. Aber naja, ich muss jetzt quasi einen Antrag auf Neufeststellung stellen oder Widerspruch einlegen. Aber ich denke, ich mache einfach einen neuen und dann lasse ich irgendwie die Migräne, denke ich, raus. Weiß ich noch nicht genau, wie ich es mache. Und meine Mom hat mir gerade geschrieben, dass sie eventuell jemanden hat, der Pablo nehmen würde. Und die haben scheinbar schon ernsthaftes Interesse, weil die schon nach einer Preisvorstellung gefragt haben. Ich war so, keine Ahnung, was nimmt man für einen Hund so, der halt schon ein Jahr alt ist. Und irgendwie ärgert mich das jetzt gerade, weil ich ja gerade gesagt habe, okay, ich gebe ihm jetzt nochmal 2 Wochen Chance und wir gucken mal, ob das mit dem Training klappt. Wobei ich auch irgendwie merke, dass ich gar nicht schaffe, wirklich so mit ihm zu trainieren, wie ich gerne möchte. Und dass das Training halt auch nicht so schnell mit ihm gerade funktioniert, wie es halt müsste, nach meinen Ansprüchen quasi. Ja. Das ist gerade irgendwie, ich bin so, okay, ich habe jetzt erstmal gesagt, sollen die erstmal sagen, ob das irgendwie in Frage kommt, bla bla. Noch ein paar Infos halt gegeben. Und dann wird ja sowieso auch entschieden, wenn die aufeinandertreffen, ob der Vibe passt, ob Pablo sich wohlfühlt. Und dann gibt es ja auch auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise, ich weiß noch nicht genau, wie das aussehen wird und sollte, aber eine Übergangsphase. Und halt nicht so, jo, ihr mögt euch, okay, cool, nehmt Pablo mit und tschüssi. Sondern eher so, dass die dann halt, keine Ahnung, öfter mal mit dem spazieren gehen vielleicht. Dann ist er da vielleicht auch mal eine Nacht und kommt dann aber nochmal wieder und so. Dass die sich so aneinander gewöhnen können irgendwie. Weil ich würde auf keinen Fall wirklich sagen, so, ja, tschüss Pablo, von heute auf morgen. Weil er halt gerade nur mich hat, seit einem Jahr. Und ja, das wäre halt einfach nicht fair und ein bisschen kacke. Und vielleicht auch gleichzeitig, um auch für mich so zu gucken, wenn er dann halt mal ein paar Tage weg ist, ob ich das gut finde oder ob ich das ganz, ganz schrecklich finde. Ist vielleicht auch eine Option. Mal gucken, das wird jetzt gerade sehr extrem süß. So. Aber ich muss auch sagen, davor habe ich ihn ein bisschen frei rumlaufen lassen. Da hat er auch extrem viel Scheiße gebaut, dieser Frechdachs. Wo ich dann auch wieder so war, naja, jedes Mal, wenn ich es halt versuche, versaut es sich halt auch selber. Ist halt auch ein bisschen selber schuld. Nein, ist er nicht, weil er weiß natürlich, er hat halt den Gedanken so, oh mein Gott, jetzt kann ich frei rumrennen und machen, was ich will. Und dann macht er es natürlich, weil er ja nicht weiß, dass, wenn er das nicht macht, er öfter frei rumlaufen kann. Oder mehr frei rumlaufen kann. Ich habe sogar extra versucht, alle Gefahren, Scheißebaumöglichkeiten irgendwie aus dem Weg zu räumen, aber das hat nicht geklappt. Sad. Ich glaube, das ist die schwerste Entscheidung, die ich je in meinem Leben treffen musste. Und ich habe keine Ahnung, was richtig ist. Jedes Mal, wenn ich diese Entscheidung in meinem Kopf treffe, dass ich ihn abgeben will, nein, eigentlich will ich nicht, aber jedes Mal, wenn ich sage, okay, es ist rational das Beste, wahrscheinlich für ihn und für mich, und es dann ernst wird und ich ernsthaft drüber nachdenke, dann passiert das. Und ich denke mir so, er ist noch da und ich vermisse ihn so sehr. Er hat mein Leben von Anfang an nur schwer gemacht und er hat ein Jahr lang so vieles zerstört und trotzdem kann ich einfach nicht loslassen. Und ich hasse das so sehr. Ich habe gerade einfach mit Hilfe von ChatGPT einfach auch geguckt, so,
preisvorstellungsmäßig, was man da halt so nimmt und was ich für ihn nehmen könnte, weil so an sich ist es mir halt egal. Aber ich will halt nicht, dass da irgendwelche random Leute sind, so, oh ja, gratis Hund, cool. Wisst ihr, was ich meine? Oh, keine Ahnung. Ich hätte halt am liebsten trotzdem weiterhin Kontakt zu ihm. Dass ich so einfach, keine Ahnung, mein Wochenende auf ihn aufpasse. Zwischendurch einfach, vielleicht auch einfach nur mal ein paar Stunden oder so auf ihn aufpasse. So Hundesitter-mäßig. Und dann denke ich mir aber so, es könnte halt ultra schwer für ihn sein, dass er jedes Mal wieder traurig ist dann. Oder verwirrt ist, weil er denkt, dass er endlich zu mir zurückkommt vielleicht. Keine Ahnung, weil er ist halt extrem krass fixiert auf mich. Und dann denke ich mir aber auch wieder so, was, wenn ich ihn dann abgegeben habe? Ich fühle mich einfach gut und ich vermisse ihn nicht. Dann fühle ich mich jetzt schon so schuldig. Auch wenn ich weiß, dass es irgendwie auch okay wäre, so, aber irgendwie. Boah, keine Ahnung, ich kann's nicht erklären. Aber es ist irgendwie gerade so ernst und ich habe keine Ahnung, vielleicht bin ich auch gerade komplett unnötig so traurig, weil das gar nicht zustande kommt und ich ihn dann doch behalte und alles irgendwie gut wird. Ich weiß es nicht. Aber für alle, die vielleicht doch noch gezweifelt haben, nein, das ist mir absolut nicht egal und ich hasse diesen Hund nicht. Ich hasse nur, dass er so anstrengend ist und so viel ruiniert und so viel Zeit und Aufmerksamkeit will, weil dieser Hund, der will immer und überall dabei sein. Der will den ganzen Tag nur meine Aufmerksamkeit haben. Und die Zeit habe ich nicht, auch wenn ich sie gern hätte, aber ich habe sie nicht. Ich habe sie halt einfach nicht. Und das tut mir so leid für ihn auch. Weil ich würde ihm so gerne mehr Zeit geben. Aber es war halt nie so gedacht, dass ich ihn alleine habe. Ich hätte dem nie zugestimmt, wenn ich gewusst hätte, dass ich alleine für ihn zuständig bin. Vor allem nicht in der jetzigen Lebenssituation. Ich kann ihn halt auch finanziell eigentlich gar nicht halten. Alleine das schon. Weil von dem Mentalen und dem Zeitlichen ganz abgesehen und von der Erfahrung, die ich habe und die Unfähigkeit, ihn zu trainieren, weil ich einfach nicht weiß, wie. Und dann eben auch wiederum kein Geld habe, um irgendwie einen krassen Hundetrainer zu bezahlen. Wenn ich komplett viel Geld hätte, wenn ich einfach komplett reich wäre, dann würde ich einfach, keine Ahnung, dann würde ich mir Hilfe bezahlen, wisst ihr? Nicht nur Hilfe, die mir hilft, ihn zu trainieren, sondern auch Hilfe, die mir ihn einfach abnimmt, ein paar Stunden am Tag. Dass ich atmen kann und er aber gleichzeitig eben ganz viel Aufmerksamkeit bekommt und ausgelastet wird. Glaubt mir, Leute, dann wäre alles gut. Wenn er ein paar Stunden am Tag einfach irgendwo rennen kann, vielleicht mit jemandem spielen kann, ich in dieser Zeit in Ruhe arbeiten kann, mit meinen Katzen mal in Ruhe kuscheln kann, ohne dass ich angekläfft oder gebissen werde, dann hätte ich auch mehr Zeit für ihn, weil nicht alles, was ich machen muss, einfach doppelt so lange dauert. Wisst ihr, was ich meine? Dann gäbe es immer noch ein paar Probleme, klar. Das wäre nicht Schnips und alles ist gut. Das meine ich aber auch gar nicht. Und ich denke mir halt auch so, wenn ich ihn jetzt abgebe, dann ist halt die ganze Arbeit und das ganze Leiden irgendwie umsonst gewesen. Ich habe so viel Arbeit in sein Training gesteckt und es wurde einfach immer alles ruiniert. Und jetzt habe ich wieder so viel Arbeit reingesteckt und so viel Leid, weil, ja, dadurch, dass er halt nicht vernünftig erzogen und trainiert ist, er mir halt solche Probleme macht. Und jetzt habe ich halt Monate gelitten, nur um mich dann zu entscheiden, aufzugeben. Dann hätte ich es vorher schon machen können. Dann würde ich jetzt wahrscheinlich nicht hier wohnen. Dann hätte ich eine coole Wohnung.